Hi zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie letzte Woche versprochen, mein Weekly Dezember Bullet Journal Setup. Wenn ihr mein Dezember Bullet Journal Setup von letzter Woche gesehen habt, wisst ihr, dass ich für Dezember ein Lebkuchendesign gemacht habe. Wie ich ja auch letzte Woche schon gesagt habe, liebe ich es zu backen und Plätzchen zu verzieren, weshalb es einfach das perfekte Design für mich ist. Natürlich habe ich mein Weekly Dezember Bullet Journal Setup im selben Design gestaltet. Dafür habe ich Layouts gewählt, die ich eigentlich alle schon mal gemacht habe. Das Layout von Woche 1 von meinem Weekly Dezember Bullet Journal Setup habe ich schon öfter benutzt und teilweise auch als Layout für eine Dartstore genommen. Ich mag das Layout, weil hier jeder Wochentag genug Platz für alle To-Dos hat, es sogar noch Platz für Notizen gibt und auch immer noch genug Platz für Deko da ist. Das Layout von Woche 2 für mein Weekly Dezember Bullet Journal Setup ist ein bisschen mehr durcheinander. Das Layout habe ich so, glaube ich, noch nie benutzt, aber ich denke, das wird genauso gut funktionieren wie die anderen auch. Ich wollte auch einfach mal wieder ein bisschen ein anderes Layout mit reinnehmen, weil ich sonst immer die gleiche nehme. Auch hier war wieder genug Platz für Notizen und die Deko. Was sind denn eigentlich eure Lieblingsplätzchen für Weihnachten? Ganz normale Ausstecherplätzchen gibt es eigentlich jedes Jahr bei mir, weil es einfach so viel Spaß macht, die zu verzieren, und lecker schmecken tun sie halt auch. Und dann probiere ich aber auch jedes Jahr neue Plätzchen aus. Ich versuche auch immer ein bisschen zu experimentieren, meine eigenen Rezepte zu entwerfen und die ganzen klassischen Rezepte abzuwandeln oder in vegan zu backen. Wenn ihr mein Dezember Bullet Journal Setup letzte Woche gesehen habt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass ich auch einen Back- und Kochkanal auf YouTube erstellt habe. Und da lade ich passend zu meinem Dezember Bullet Journal Setup diese Woche ein Video mit veganen Lebkuchenrezepten hoch. Wenn ihr euch für sowas interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich bin auch dabei, die ganzen Rezepte für einen Blog vorzubereiten, damit sie alle übersichtlich an einem Platz abrufbar sind. Das Layout von Woche 3 für mein Weekly Dezember Bullet Journal Setup habe ich so auch schon ein paar Mal gemacht. Hier hat jeder Wochentag und die Notizen eine eigene Box für sich und die Deko ist in der Mitte davon verteilt. Ich mag das Layout so total, weil es genug Platz für alle To-Dos gibt und alles schön ordentlich und aufgeräumt ist. Das Layout von Woche 4 und 5 für mein Weekly Dezember Bullet Journal Setup habe ich wieder zusammengenommen. Dieses Mal habe ich allerdings keine Running To-Do-List gemacht, weil ich die letzten Male irgendwie nicht so gut damit klargekommen bin und ich für jeden einzelnen Tag einfach mehr Platz brauche, weil ich mir jede noch so kleine Kleinigkeit aufschreiben muss, damit ich mir in meinem Kopf nicht unnötig Stress mache. Hier habe ich dann mal wieder eine Dartstore gemacht. Aber ein bisschen anders als sonst, und zwar habe ich von der Seite oben und unten ein Stück abgeschnitten, anstatt an der Seite. Da hatte ich allerdings ein bisschen Probleme, weil die Seiten so dick sind und mit der Schere so nah an die Bindung vom Bullet Journal zu kommen und das abzuschneiden war echt nicht so einfach. Und auch die Lichterketten, die ich eingezeichnet habe, waren nicht perfekt positioniert. Aber ich bin trotzdem zufrieden damit, wie es geworden ist. Man lernt mit jedem Mal dazu.
Wenn euch das Video zu meinem Weekly Dezember Bullet Journal Setup gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.